Hallo meine Lieben, heute wollte ich mit euch angucken, wie das mit dem Rotary Tool, mit dem F1 von Xtool funktioniert und was wir da machen werden, das seht ihr auch gleich nach dem Intro. Was ich euch heute zeigen will, ist, wie ihr Sachen mit dem Rotary Tool gravieren könnt. Damit wir das machen können, müssen wir aber zuerst ein bisschen arbeiten, weil ich habe hier dieses Accessory Kit für das RA2 Pro, aber da brauchen wir das ursprüngliche Modul und da muss ich jetzt zuerst so ein bisschen Sachen auseinander friemeln. Und zwar muss hier als erstes müssen die beiden Dinger runter, weil da muss das Chuck drauf, also die Klemmen. Das heißt, wir lösen mal hier unten beide Schrauben. Hier auch noch eine Schraube drin. Respektive zwei. Und ich packe das natürlich jeweils dann alles in eine Tüte rein, damit ich die Dinger nicht verliere. Das heißt, um das zu lösen, unten die zwei Schrauben plus hier drinne die beiden Schrauben, die müsst ihr rausnehmen. So, dann brauche ich hier zwei lange Schrauben, das Band oder in den Keilriemen quasi diesen Aufsatz, das zum Festzurren und natürlich das Chock-Modul, was hier drauf kommt, plus die drei Teile noch, weil sonst wird das hier nichts mit festhalten. Dann brauchen wir dieses Teil, das muss hier hinten drauf und dann müsstet ihr hier durch eine Schraube sehen und die müsst ihr festziehen, dass es nicht wieder rauskommt. Dann dreht ihr, bis ihr die zweite Schraube seht. Gute Lichtverhältnisse sind von Vorteil. Und dann könnt ihr das auch noch festziehen, so dass beide Schrauben hier drinnen festgezurrt sind. So, wir können hier die Chucks schon mal dran machen und die kommen jeweils ins äußerste und hier ins zweitletzte Loch. Und wenn die Klemmen zu stark zusammen sind, könnt ihr die natürlich hier mit dem Tool, geht hier rein und dreht hier so, dann könnt ihr die öffnen oder schließen. So. Die Abstufung so natürlich, dass das kleinste, die kleinste Abstufung vorne ist. Und jetzt eben ja, genau. Die einfach kurz alle festschrauben. Dann haben wir die nämlich schon mal dran. Dann sind die schon mal fest dran hier. Was wir hier bei der Station zuerst machen müssen, ist diese beiden Schrauben raus. Das ist der kleinere der Schraubenzieher. So, das ist eine. Dann haben wir hier so einen L-Schraubenzieher. Und den verwenden wir, um die drei Schrauben hier zu lösen. So, das waren die drei kurzen hier. Dann kommt dieses neue Element zum Zug.
Und das kommt jetzt hier dran. Ne? Dann haben wir hier 3 neue Schrauben. Und die packen wir jetzt hier rein mit dem größeren Schraubenzieher. Machen das hier fest. Das heißt, eins hier drüben plus eins hier unten. Und eins hier unten. Jetzt brauchen wir das andere Päcklein, wo die großen Schrauben drin sind. Plus diese Metallrohre. Und hier wären ja eigentlich, wo waren sie? Ich glaube, die waren hier drin, um die zu befestigen. Brauchen wir so aber nicht. Aber was wir jetzt machen müssen, ist hier jetzt schon das Band drüber machen, weil sonst kriegt ihr das nachher nicht mehr drüber gestülpt. Und ihr habt jetzt A, B. Hier habt ihr Schrauben. Und da kommt das neu jetzt dann eben festgeschraubt oder wird festgeschraubt. So. Und zwar habt ihr eine abgeflachte Seite und eine, die so ausgehöhlt ist. In die ausgehöhlte Seite muss das hier rein. Und dann schrauben wir das hier innen drin fest. Dito das zweite, auch wieder da, wo es ausgehöhlt ist, kommt die Schraube rein. Und das hier runter. So, ne? Dann brauchen wir kurz hier dieses Element. Und da müssen wir auch wieder Schrauben lösen. Und zwar hier innen drinne. Upsi. Er ist ziemlich magnetisch geladen. Gut. Das heißt, die Schrauben hier lösen wir. Dann kommen hier die Batterien rein oder 2 von den Batterien. Dann ist da, wo ihr das Loch habt, hier drüben habt ihr einen Knipser, hier eine Aushöhlung, die guckt in die Richtung. Und dann muss hier das vordere so runter und beim zweiten kommt Plus oben. Das vordere kommt Minus unten, beim zweiten Plus unten. Und dann können wir das wieder draufschrauben. Bin mal gespannt, wie das funktioniert mit der elektrostatischen Ladung. Wir kriegen alles hin. Ah, geht. Geht sogar besser als das Rausnehmen. Und dann habe ich hier 2 Ausbuchtungen. Das kommt hier so drauf. Dann nehme ich hier einen Tumbler. Muss ich kurz das noch ein bisschen auseinander drehen. So. Und dann wieder festdrehen. Das wieder drauf. Und jetzt brauchen wir den Laser. Respektive, bevor ich hier anfange, will ich ganz kurz gucken, was mein Tumbler überhaupt für einen Umfang hat, weil das brauchen wir nachher. Das sind knapp 24 cm. Und zu platzieren könnt ihr die Platte rausnehmen, die drinnen war.
und die hier als Höhenausgleich hinmachen. Und jetzt gucke ich kurz, wo der oberste Punkt ist und richte die beiden Punkte noch so aus, dass die da sitzen, wo sie sitzen sollen oder übereinander liegen. Das ist der Fall. Und jetzt muss ich hier beim Modul den Knopf drücken und muss gucken, dass der Punkt genau auf der grünen Linie liegt. Dann sagt er, ich soll hier drauf drücken und das wegnehmen. So, jetzt habe ich auch noch das Kabel gefunden, weil das war bei meiner Verpackung nicht dabei. Das war bei einer Verpackung dabei, die ich für den S1 bekommen hatte. Genau, das habe ich hinten eingesteckt und auf der Seite eingesteckt. Und jetzt, was ich gemacht habe, auch noch hier, das heißt, ich habe hier die Wasserwaage draufgelegt und dann könnt ihr hier drehen, bis die schön ausbalanciert ist. Jetzt versuche ich hier mal einen Rahmenabfahren zu machen. Er ist relativ weit oben. Bei Start und Stopp spielt für mich nicht so eine Rolle, weil ich, wie soll ich das sagen? Ich habe keinen Henkel, auf den ich gucken muss. Von dem her gucke ich jetzt einfach, dass die Flasche schön an derselben Stelle rausguckt. Jetzt habe ich das Ganze natürlich verschoben und deshalb mache ich das hier nochmal mit dem, dass das hier auch von der Stelle passt, wo der Punkt ist, der Laserpunkt. So, ich den wegnehmen. Nochmal kontrollieren, ob das immer noch schön gerade ist. Ist es. So, machen wir nochmal einen Rahmen abfahren. Ja, das passt doch. Das passt. Und hier, damit ihr das einfach seht, was ich gemacht habe. Ich habe hier oben aus der Liste des Rotary ausgewählt, habe nicht die Rolle, sondern eben das Spannfutter genommen, weil ich habe es ja eben in diesem Chuck, das ist Spannfutter. Dann Material wähle ich jetzt mal nichts aus, das gebe ich nachher selber ein. Dann habe ich hier den Umfang eingegeben, die 28 cm. Und wenn ich das Element hier antippe, da habe ich mir eine Voreinstellung gemacht, und zwar habe ich hier einerseits, ich werde es zweimal machen, einmal mit dem blauen und dann einmal mit dem Infrarot, um das zu säubern. Das ist auch so ein Tipp von Xtrude, den sie mal gezeigt hatten. Und wenn ich zuerst jetzt eben das blaue nehme, dann habe ich Leistung 80, Geschwindigkeit 400, ein Durchgang 300 Linien pro Zentimeter. Das ist das, was ich machen will, und hier oben wird euch auch angezeigt, der dreht jetzt quasi in diese Richtung. Nicht, dass ihr da verwirrt seid, wenn ihr das irgendwo speziell platzieren wollt. Ich kann den sogar noch ein bisschen weiter runter machen. So passt das für mich. Denn die Abdeckung kann ich jetzt natürlich nicht ganz runter machen, aber so ein bisschen. Dann wie immer Laserbrille, natürlich nicht vergessen, weil ihr arbeitet hier mit einem offenen Laser. Da auf jeden Fall 100%ig eine Laserbrille anwenden, die für beide, also in meinem Fall, ich mache ja zuerst lasere ich mit dem Diodenlaser und dann lese ich nochmal mit dem Infrarotlaser, und deshalb braucht ihr eine Brille, die beide Spektrum abdeckt. Aber das hatte ich euch im ersten Video auch schon gesagt. Und natürlich, wenn ihr mit einem offenen Laser arbeitet, gehören weder Haustiere noch Kinder in diesen Raum. Ja, und ihr tragt eben eine Brille und ihr bleibt auch dabei, während der lasert. So, ich würde sagen, ich habe alles Wichtige gesagt. Natürlich den Filter, den schalte ich auf mittlere Stufe. Und dann kann ich hier sagen, bearbeiten.
Start und dann auf den Startknopf drücken. So, der ist durch und jetzt bloß nichts hier irgendwie umstellen, weil das war jetzt erst der erste Durchlauf und das hat 27 Minuten und 49 Sekunden gedauert. Ist halt auch ein großes Design. Ich mache jetzt hier ganz vorsichtig diese Platte, schiebe ich die ein bisschen hoch, ohne dass sich irgendetwas bewegt. Und dann seht ihr so ein bisschen, das hat so einen dunkelgrauen Effekt, dass es glänzt, nicht das Silber, das drunter ist. Und deshalb gehen wir jetzt eben nochmal mit dem Infrarotmodul drüber, weil damit säubert ihr das Ganze quasi. Und deshalb dürft ihr jetzt wirklich nichts verschieben. Das heißt, ich kann hier sagen, okay. Und jetzt markiere ich das nochmal und nehme hier Mag IR, das war... Also ich habe das selber gespeichert, das ist Infrarotmodul, Leistung 40, Geschwindigkeit 400 und Linien per Zentimeter 300. Das ist das, was ich eingestellt habe hier. Und so lasse ich das jetzt einfach nochmal laufen. Und damit sollte das Ganze dann auch gesäubert werden. So many times, but I needed attention. No matter what So, der zweite Durchlauf ist durch. Jetzt sieht das Ganze auch schon anders aus. Das heißt, ich kann hier sagen fertig und dann kann ich das Chuck auch lösen. So, dass ich das runternehmen kann. So sieht das jetzt aus und ich gehe jetzt einfach hin und reinige das noch kurz unter dem Wasser. Dann seht ihr auch, wie cool es dann aussieht. Und jetzt seht ihr, wie schön das leuchtet. Und es ist jetzt wie immer quasi in diesem Becher drin. Und so habe ich einen wirklich coolen Trinkbecher. Hat halt eben länger gedauert, wie gesagt, zweimal quasi 27 Minuten, weil ich halt ein größeres Design gewählt habe. Das ist jetzt eher eine Beschichtung, die so matt ist und ich will dasselbe jetzt quasi noch ausprobieren mit der hier. Natürlich hier den Deckel weg und ich reinige die Flasche noch kurz, damit da auch nicht irgendwelche Patscher noch drauf sind. Genau. Und dann können wir mit der loslegen. Ich habe jetzt tatsächlich das Problem, dass das verläuft hier vorne so ein bisschen, wird enger und deshalb hält es nicht auf meinem Chuck. Aber ich dachte mir, ich zeige euch kurz einen Trick noch. Oder ein Trick. Eine Lösung, wenn ihr gucken wollt, wenn ihr jetzt das Rotary Tool nicht habt. Deshalb nehmen wir das hier mal raus. Und dann stelle ich hier mein Design um. Das heißt, dass es gerade ist. Und sage hier, es ist nicht das Rotary, sondern flach. Dann kann ich mal gucken. Es geht natürlich dann nicht mit großen Designs, ne? Aber so kleine Sachen funktionieren in der Regel. Sag mal hier, ich will nur diese 5 cm. Das heißt, ich gucke, dass das hier in der Breite nur 5 cm ist, also 50 mm. Und dann nehme ich eine von diesen Visitenkarten und klebe die auf die Flasche an eine Stelle, wo ich nachher auch lasern will.
Weil so kann ich, ohne dass ich die Flasche ruiniere, erstmal gucken, wie weit er mich lasern lässt nach außen, bevor die Wölbung zu stark wird, dass er das überhaupt noch sieht. Ich kann das jetzt hier festkleben, weil ich gehe eh nicht so weit raus. Deshalb ist es auch völlig okay, wenn ich dann Kleber drauf mache. Das heißt, es liegt quasi die Visitenkarte auf der Flasche drauf und hat dieselbe Wölbung. Das ist wichtig. Damit es dann eine gute Auflage hat, lege ich das hier auf dieses Gitter drauf. Dann sage ich hier, das muss ich jetzt natürlich umdrehen. Also ich kann auch sagen 180 Grad, dann ist das gleich hier richtig gedreht. Weil die Flasche liegt jetzt so im Laser drin. Jetzt kann ich mal sagen, Rahmen abfahren. Ist ein bisschen zu hoch. Das heißt, wir machen es ein bisschen kleiner. So sollte das eigentlich gehen, ohne dass er auf die Flasche geht. Versuchen wir das mal. Jetzt nehme ich die Visitenkarteneinstellung. Gut. Das heißt, die Scheibe fahren wir ein bisschen runter. Und dann kann ich hier sagen, bearbeiten. No matter my regrets, things still been said and done. Wenn wir uns das jetzt angucken, ist es tatsächlich so, dass er alles sauber gelasert hat. Das heißt, auf die Breite kann ich gut auf der Flasche das lasern. Genau das werde ich machen. Finde ich ganz süß, sowas Kleines. Man könnte natürlich jetzt auch das Rotary Tool wieder umbauen und das auf den Schienen laufen lassen. Will ich aber nicht. Ich will hier diesen kleinen Hack auch ausprobieren. Dann habt ihr das auch mal gesehen, nämlich. Das heißt, das Ganze hier wieder rein. Rahmen abfahren machen. Kann ich hier gucken, wo ich das gerne haben möchte. Würde sagen, genau da passt das. Punkte liegen übereinander, wunderbar. Und jetzt gehe ich aber auch zweimal drüber, genau gleich wie ich das mit der vorherigen Flasche gemacht habe. Aber halt ohne das Rotary Tool, sondern hier ganz einfach quasi mit dem flachen Bett. Das heißt, ich gebe hier zuerst den blauen Laser, gehe ich da durch und dann wiederhole ich das Ganze noch mit dem Infrarotmodul. Das Schöne bei so kleinen Motiven dann halt, der Zeitunterschied ist minimal. Wir hatten bei der großen Flasche 27 Minuten, hier sind wir bei 1 Minute 21. Ne? Für einen Durchgang und jetzt mache ich dann auch noch gleich den zweiten. Das heißt, wir sagen hier okay und dann gebe ich eben das ein zweites Mal und diesmal nehme ich MAC Infrarot. Die Einstellungen sind wieder dieselben, wie ich euch vorhin schon gesagt hatte bei der großen rosa Flasche. Something's broken, and I'm the reason. It's not that easy, knowing you'll do better without me. 1 Minute 17, das ist Wahnsinn, ne? Genau. Jetzt glänzt es eigentlich schon ziemlich schön, aber ich wasche das noch kurz
ab, damit es noch ein bisschen besser aussieht. Und so sieht die zweite Flasche aus. Muss nicht immer riesig sein. Ich finde, das hat auch wirklich schon einen sehr coolen Effekt hier auf der Flasche drauf. Aber wie gesagt, wenn ihr da ein bisschen was Größeres haben möchtet, die müsst ihr dann gucken. Irgendwann geht die in der Wölbung rein. Dann wird es nicht mehr so sauber. Man hätte es ein bisschen größer machen können, wenn man das dann aufs Rotary Tool drauf gemacht hätte mit den beiden Verstrebungen. Aber ich finde das hier wirklich super süß. Dream a little bigger, darling. Hat eigentlich auch was, das mit dem Spruch, dass der schön süß klein ist, von wegen Dream a little bigger, darling. Das Schöne an dieser Erweiterung ist jetzt halt einfach, ihr könntet, ne, wenn ihr die Wassermarke anguckt, die liegt jetzt irgendwo ganz oben, das heißt, die ist nicht ausnivelliert und da kann ich jetzt ganz einfach hier drehen und das quasi so weit drehen, bis das im Wasser liegt. Das heißt, bis das Ganze gerade ist, das heißt, ich hier eine geradere Oberfläche habe, sagen wir, das wäre die Höhe, wo ich das haben möchte. Und das Schöne ist jetzt halt auch, hier, ihr seht, ihr habt mehr Freiraum mit dem Henkel. Natürlich müsst ihr hinten dann auch gucken, dass er nicht anschlägt, aber durch diese neuere Erweiterung seid ihr noch ein bisschen flexibler auch mit Sachen, die Henkel haben zum Lasern. Das finde ich eine wirklich coole Sache. Das heißt, zwei Vorteile hier. Einerseits, dass ich die horizontale Linie ausrichten kann und dass ich mehr Platz habe, falls mein Metallbecher oder was auch immer ich lasern will, hier einen Henkel hat. Der hat, wenn er nicht zu groß ist, hat der auch noch Platz. Das war auch schon alles, was ich euch heute zeigen wollte, eben wie ihr solche Becher, Metallbecher wunderbar gravieren könnt. Wenn es mal nicht klappen sollte mit dem Aufspannen, dann wie ihr mit diesem Trick mit der Business Card, dass ihr das mal austesten könnt, wie stark ihr hier in die Wölbung gehen könnt ohne das Rotary Tool. Ich weiß in Zukunft, auf was ich achten muss, wenn ich Flaschen kaufe, nämlich, dass die hier vorne nicht reingeht, weil sonst wird es schwierig, die einzuspannen, weil ich hatte gleichzeitig unten geht sie auch noch in die Wölbung. Das heißt, ich hatte weder vorne noch hinten die Möglichkeit, das aufzuspannen und deshalb hier mal diese Umgehungslösung mit der Business Card, damit ihr das eben angucken könnt. Die Vorteile aber vom Rotary Tool, denke ich, habe ich euch gezeigt hier mit dem Beispiel. Ich wollte euch eigentlich auch noch eine Flasche zeigen mit einer Silikonhülle. Leider war die irgendwie bei mir nicht mehr auffindbar oder ich habe sie tatsächlich nicht gekauft. Also ich sehe mich noch, wie ich vor dem Regal stehe und die Flasche in den Händen habe, aber anscheinend habe ich sie nicht gekauft. Und ja, das werde ich dann zu einem späteren Zeitpunkt nachholen. Morgen gibt es in dieser Kleinserie mal das letzte Video, das 5. Da werden wir noch das Thema angucken, Stempellasern mit dem F1. Da denke ich, das wird sicher viele auch interessieren. Und dann gucken wir uns auch noch an, was meiner Meinung nach oder nach meinen ersten Erfahrungen, was die Vor- und Nachteile sind von diesem kleinen Laser. Genau, das ist mein kleines Fazit dann und dann sind wir auch schon durch mit dieser ersten kleinen Miniserie und ich werde den Laser natürlich trotzdem in Zukunft dann immer wieder anwenden oder verwenden, wenn ich ein passendes Projekt dazu habe. Für heute war es das aber. Ich hoffe, das war hilfreich für euch, dass ihr da selber auch Lust habt, das auszuprobieren und dass ich euch morgen im nächsten Video wiedersehe. Bis bald! I have tried, yeah, to become better. But I'd lie again if I said it, it'll